Herzlich willkommen zu Show Me Your Flat 2.0, die x-te Ausgabe. Ich weiß ja überhaupt nicht, wie viele Videos wir mittlerweile schon haben. Aber wie jede Woche gibt es mindestens mal ein Video, um euch auf den neuesten Stand zu bringen. Denn wie ihr wisst, wir nähern uns so langsam, Stück für Stück der neuen Location, so Fertigstellung, zumindest die grobe. Und ich möchte euch heute ein paar schöne neue Dinge vorstellen. Erstmal kurz nochmal den Markus begrüßen, den habe ich gerade schon geflamed. Ich weiß nicht so richtig, ja, der will jetzt noch ein bisschen rumtrollen. Ja, genau, so. Ja, der bohrt irgendwelche Löcher, keine Ahnung. Wofür bohrst du denn das Loch da schon wieder? Wofür bohrst du das Loch denn da schon wieder? Kabel? In den Keller? Ey, das ist jedes Mal wieder ein neuer Shot, das ist ja hier, fall da nicht runter, so, hoppala. Ja, 3, aber das sind keine Stromkabel, das ist wahrscheinlich, wobei, das weiß ich nicht. So, Freunde, was Neues passiert? Dinge, die halt oft viel Zeit kosten, die man selber nicht kann, ja? Deswegen kosten die meisten viel Zeit. Das wurde gemeistert, eine Treppe in den Keller. Ja? Wie nice ist das denn? Wir kommen in den Keller über diesen Weg. War ganz wichtig, weil es auch gleichzeitig ein Fluchtweg ist. Jetzt fehlt hier nur noch ein Geländer drumherum. Das wird noch, weiß ich nicht, in 1 oder 2 Wochen kommt es an. Dann wird es festgeschweißt und reingebohrt und was weiß ich. Dann ist dieser Weg, ja, so brandschutztechnisch und so, ausgerüstet. Naja, zumindest der Weg nach unten. Wir können ja mal runtergehen, denn damit ist noch nicht ganz alles getan. Was hat sich getan? Das gab es ja hier vorher alles nicht. Das war einfach nicht da. Ja, hier. Die Wände wurden neu gesetzt. Der Marius hier muss kurz aufpassen, dass er nicht stirbt. Ja, also Wände wurden neu gesetzt. Dahinter, das könnt ihr nicht mehr sehen, wurde aber auch gearbeitet. Das ist so ein Ventilator, wurde umgesetzt. Neues Lüftungsrohr. Der Strom, das Ding dafür wurde umgesetzt. Da kommen wir mal, gehen wir weiter. So. Und damit hat sich also tatsächlich hier, das kann man hier auch noch mal so in voller Pracht. Hier kommt jetzt noch so eine T30AS-Tür, so eine Rauchschutzbrandtür, wie man sie auch immer genau nennt, hin. So, hier wird am Server immer mal wieder so ein bisschen gefummelt. Ich weiß aber nicht so richtig, wie weit... Ach ja, ja. Was hat sie sonst so getan? Habe ich ja gerade erzählt, dass hier so ein Lüftungsding. Ne? Hier soll ja auch frische Luft, B- und N-Lüftung rein. Ist ja schon sozusagen passiert, ist nur noch nicht ganz fertig. Das ist eine halbfertige Brandschutzklappe. Entschuldigung. Und dahinter ist so ein Rohr. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann, wenn man da reinfilmt. Ich glaube, Marius, du musst da hier so... Aber ich weiß nicht, da wird es dunkel, Freunde. Aber da ist so ein silbernes Rohr, was dahinter liegt. Ja, das muss halt, weil das da ein neuer Abschnitt ist, weil dahinter noch ein privater Keller ist, muss das hier komplett zu sein. Hier darf sozusagen feuermäßig 90 Minuten oder so nichts durchkommen. Mindestens. So. Gehen wir mal weiter. Denn es hat sich natürlich noch ein bisschen was getan. Ich gehe mal rückwärts, damit ihr nicht die ganze Zeit meinen Rücken seht. Wahrscheinlich falle ich aber in der Zeit. Da haben wir den Last Resort. Mann, guck dir das Vieh mal an. Der Mann rastet komplett aus. Was machst du gerade? Kabelkanäle anbringen. Kabelkanäle anbringen. Also mit dem Ivo, mit dem Xandertroll. Ja? Also es geht heute auf jeden Fall wieder heiß her. Wir müssen insgesamt noch 3 Kilometer weitere Kabel ziehen. Mit nur SDI und Audiokabel. Dabei kommt aber noch ein bisschen Strom. Das heißt bestimmt noch mal 4 Kilometer, wir haben schon 100 Kilometer gefühlt gesetzt. Jetzt wird es dunkel, Freunde. Jetzt schon mal ein offizielles Entschuldigung an Christian Weinert. Jan Hesen hat die Rechnung nicht bezahlt, deswegen haben wir noch kein Headlight. Ja? Da müssen wir jetzt durch. Ja? Links ist mein Papa, der macht gerade die ganzen Wände glatt, damit wir unseren VIP-Bereich da ein bisschen verschönern können. Generell der ganze Keller ein bisschen schicker wird. Denn, das haben wir, ich weiß nicht, ob wir das schon mal gezeigt haben. Unser neuer Sicherungskasten, guckt euch mal an, wie viele Kabel da sind. Heiliger Sch... Und das ist noch nicht alles. Ja? Es wird immer noch mehr. So ein Gewust an Kabel. Kommt mal mit. Wir gehen weiter. Ihr Lager kennt ihr ja schon. Da wird sie nicht mehr so viel tun. Nur noch vielleicht ein bisschen aufgeräumter und noch ein bisschen mehr Zeug, weil es wird ja immer mehr und immer mehr. Tja, habt ihr Durst? Da ist ein bisschen Wasser für die Helfer. Hier ist noch unser Red Bull für die Events. Ja. Das ist ganz schön gekillt worden. Musste ich erstmal Stopp machen. Ich habe gesagt, hey Jungs, so 1, 2 Red Bull könnt ihr euch ruhig mal nehmen. Waren die Helfer da, haben die erstmal 1000 getrunken. Ja? Und mit 1000 meine ich auch 1000. Das ist kein Scherz. Freunde, es geht auch hier hoch. Ist das unser Ernst? Es gibt offiziell Take-TV-Treppen. Man kommt hier auch runter. So, wir können hochgehen. So, ja, und die Treppen sind soweit fertig. Muss hier nur noch ein bisschen verschönert werden, der ganze Spaß. Aber das ist jetzt nur noch so, Verschönerungsarbeit, sagen wir es einfach mal. So, es hat sich noch mehr getan. Ob ihr jetzt glaubt oder nicht, jetzt gehen wir ins Freie. Ich wollte eigentlich einen coolen Witz machen mit Marius letztens. Das ist unser Notausgang, der jetzt noch nicht die richtige Türe hat und noch nicht komplett fertig ist.
Aber es ist ein Ausweg ist da und eine Türe, eine sozusagen Baustellentüre ist schon mal da. Ich wollte dagegen rennen und dann da rauslaufen. Das hätte gut funktioniert, weil, warte mal, das könnte jetzt auch noch theoretisch funktionieren. Ich sehe hier, weil da vorher noch Bäume waren. Oh. Der Dicke, du passt hier durch, Junge, da quetsche ich dich hier. Da passt du durch. Hab ich doch gewusst. Heiliger Scheiß. So, Freunde, jetzt wird es auf einmal hell. Ah! Okay, Freunde, guckt euch diesen Kram mal hier an. Also, wir hatten hier so einen Notausgang. Den konnten wir aber nicht benutzen, weil Bäume im Weg standen. Deswegen musste der freigemacht werden. Und wie ihr seht, er ist frei. Das waren vorher mal eine Menge Bäume. Also, naja, was heißt eine Menge? Hier sind 3. Keine Sorge, keine schlimmen Bäume. Ist nichts passiert. Wir hatten gedacht, vielleicht fällt es aufs Dach oder so. Aber alles gut gegangen. Bis auf ein paar kleine Äste läuft's. So, das wird dann so offizieller Notausgang. Das wird ja alles noch ein bisschen schöner gemacht. Also momentan ist ja, hier liegt jetzt natürlich auch irgendwie eine Menge Zeug rum. Das muss hier ein bisschen, ich weiß gar nicht genau. Das war hier nicht so hoch, oder? Das ist alles hier. Papa, das ist jetzt hier alles Baumreste, ne? Das so erhöht ist. Hier Hauptsächlich? drunter, nee. Wir müssen hier ringsherum aufgraben, aber es fing ja eben an zu regnen. Ja. Und dann schneide ich den unten da ab, damit der rauskommt. Okay. Anders geht das nicht. Also der wird noch aufgeschnitten und ringsherum aufgemacht. Dann weil ich meine von der Ebene, dass wir da hier. Wir müssen ja hier so langsam bis da schräg hochkommen. Ja. Also hier, der muss ganz raus und hier sollen die nur ein bisschen frei machen und dann schneide ich den bis unterhalb der Erde ab. Okay. Na gut, das machen wir dann nächste Woche, nehme ich an. Ja, wir haben nur 4-mal wegfahren können, weil um 12:30 machen die zu. Ne? 4-mal, also Baumreste. Ja. Und wie oft denkst du? 3-mal schätze ich noch. Okay, also nochmal, das gleiche ungefähr. Ja, also wir haben schon eine Menge Zeug weggebracht von den ganzen Ästen und so. Und wird noch mehr passieren. So, ja, gehen wir mal wieder rein. Oh, Freunde. Aber wir müssen gleich nochmal eben durchsprechen, Wer das macht? Ja. Ja, Da will keiner dran. Woran? Das Freischalten. Ach, das kriegen wir schnell hin. Hier, der Markus, der hat gesagt, der macht das. Was? Vater sagte, der hat dich eingeteilt. Baum ausbuddeln? Ja. Schaffst selbst nicht. Hä? Dann schaffst du nicht so einfach. Ja, muss halt. Ich vernichte die Bäume, ja? Abgesägt. Ja. So, der Markus Baum, der hat die Bäume abgesägt. Er hat mit seinem Blick. So. Was sonst so passiert? Wir haben gespachtelt. Ziemlich viel sogar. Das sind ja so Aufgaben, die sieht man einfach nicht, aber kosten einfach unfassbar viel Zeit. Ja. Die sind relativ glatt schon. Ich weiß nicht, ob die final fertig sind, aber es sieht schon ziemlich gut aus. Papa, ist das hier fertig? Das fühlt sich ziemlich glatt an. Doch, hier auch. Das sieht schon ganz gut aus. Da muss nur oben an der Decke noch vorbei zu, ne? Ja. Und da noch so Rehgips vor, damit das. Und dann noch so kleine Eckchen rein. Also wir haben jetzt schon einige Räume komplett gespachtelt und andere sind fast fertig. Was natürlich erstmal ziemlich geil ist, weil man kann ja manchmal mit wenig sehr viel machen. Bedeutet, wenn man einmal komplett gestrichen hat, sieht es irgendwie viel krasser aus und die Leisten kommen Montag auch. Also der Boden und die Wände sind in nicht so allzu langer Zeit, also ich weiß nicht, in 2 Wochen komplett fertig vielleicht. Ja. Netzwerk und Strom, komplett gepatcht, ist auch schon drin, ist auch schon durch. Also ne, theoretisch könnte ich, wenn der Server wieder an ist, der ist momentan ausgemacht, hier Internet hinziehen. Also ich könnte hier arbeiten, an einem Notebook auf dem Boden. Wäre ein Anfang, oder? So, an der Decke hat sich noch nicht so viel getan. Müssen wir nämlich momentan einen Stopp machen. Wir müssen noch 3 Kilometer Kabel verlegen. Die müssen unter der Decke, also über der Decke verlegt werden. Oder so, über der abgehangenen. So, ja. Wir spachteln gerade fleißig, wird ganz schön viel Elektrikerarbeit gemacht. Also Sachen, die man auch wieder nicht so sieht. Neue Leitungen werden gelegt. Starkstrom wurde irgendwie, fragt mich nicht genau, wie das da weiter funktioniert. Und Tapete wurde noch abgekratzt in anderen Räumen. Es wurden echt viele Kleinigkeiten auch gemacht, die jetzt wieder nicht so auffallen. Aber wie ihr seht, ich glaube, es haben sich ein paar große Sachen innerhalb von einer Woche getan. Neue Treppen, Notausgang aufgemacht, viel gespachtelt. Da ist der Jonas. Das ist unser Mann, unser Spachtelmeister. Ja?
Und der zieht jetzt durch. Der hat gesagt, der kommt 5-mal die Woche. Und der spachtelt hier immer 6-7 Stunden. Also das ist wirklich ein richtiges Biest. Ja, ich denke, es reicht erstmal für den Anfang, euch einen Überblick zu geben. Vielleicht als kleine Randinformation noch, wir überlegen gerade, ob wir neue Fensterscheiben in den Vorderbereich reinmachen. Liegt daran, dass sie halt irgendwie nicht so sicher sind und ja, das ist nicht mal Verbundglas. Das heißt, wenn man einen Stein reinschmeißt, ist alles direkt offen. Und ja, auch irgendwie nicht so gut für Leute, falls da mal welche sind. Was kann ich noch sagen? Uns fehlen noch 3 Gitter. Haben wir uns auch schon drum gekümmert. Sind auch wieder so Kleinigkeiten, die fallen natürlich nicht auf, aber am Ende ist es natürlich Arbeit, die mal gemacht werden muss und irgendwie, das muss man ja alles organisieren. Hier so Schutzgitter, wir wollen ja irgendwie halbwegs sicher sein. Das bedeutet am Ende des Tages sichere Türen, sichere Schlösser, so Einbruchsdiebstahl, Gitter, wie man sie auch immer nennt. Das sind diese fetten Metallgitter, die werden wirklich mit fetten Bolzen da in die Decken rein und so, dass man halt dann irgendwie, falls mal jemand verrückt genug ist, hier das Glasdach erst aufzumachen und dann einbrechen zu wollen, dass er hier erstmal das kaputtflexen oder was auch immer machen muss, damit man Zeit hat. Davon mal ganz abgesehen, dass wir uns da um eine Alarmanlage und so ein Blödsinn kümmern. Ja, dann gibt es einen Bewegungsmelder mit Alarmauslöser und Rauchmelder. Also ne, wenn dann jemand einbricht und auch noch mit Kamera und Aufnahme. Also wir haben ja schon ziemlich viel Angst um unsere Sachen, muss man ganz ehrlich sagen. Sind ja auch nicht in der allerbesten Gegend hier von Krefeld. Wir wollen das ja ändern. Nein, aber dann gibt es ziemlich viel. Also wir nehmen alles auf, es gibt einen Melder, sozusagen Alarm wird ausgelöst, Türen werden verstärkt, Fenster werden verstärkt, die Gitter überall. Also an jedem Fenster, wo man reinkommen kann, gibt es Gitter. Damit sind wir zumindest erstmal solide, glaube ich, geschützt. Also es geht, glaube ich, immer besser, wenn man sich das anhört. Wir hatten mal so einen Beratungstermin mit der Polizei vor kurzem. Man kann eigentlich ins Unermessliche sich absichern. Also am Ende kann man eigentlich hier 20 Typen mit so einer MG und dann ist immer noch nicht sicher genug. Dann kommen halt irgendwelche Special-Kommandos und räumen hier alles ab. Nein, Spaß beiseite. Also es wird auf jeden Fall ein bisschen was getan. Schreibt gerne ein paar Kommentare. Nach wie vor, wenn ihr helfen möchtet und habt irgendwelche super Qualitäten, Spachteln, Trockenbau, weiß ich nicht, Elektro-Leute sind immer noch gern gefragt. Wir haben richtig gute Leute mittlerweile am Start, aber können wir eigentlich immer noch gut gebrauchen, die vor allen Dingen zuarbeiten. Dann meldet euch bei mir über Facebook am besten. facebook.com/taketvtakesen. Ich freue mich auf euch. Vielen Dank, dass ihr zugeguckt habt. Ja, und ihr wisst, Ende Juli soll es wirklich soweit sein, ob das passiert. Aber man sieht ein Ende in Sicht. Also bis dahin.